Nachdem ich euch bereits gezeigt habe, wie man modulare Bases für Tabletop-Gelände plant und baut, geht's in den folgenden Minuten um die Gestaltung und Bemalung meines Ruinen von Mittelerde-Sets. Genauer gesagt werden Fliesen, Spachtelmasse und natürlich die Ruinelemente aufgebracht, um dann alles düster und verwittert zu bemalen. Das i-Tüpfelchen wird dann Terrariumsand, damit das modulare Geländeset am Ende so aussieht. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Bevor es aber losgeht, nochmals der Hinweis: Wer das vorherige Video rund um den Bau der modularen Bases verpasst hat, findet rechts oben und auch in der Videobeschreibung den entsprechenden Link. Und nun weiter im Text. Um die Geländestücke auf den Bases einheitlich nach außen hin auszurichten, messe ich von den abgeschrägten Base-Rändern jeweils 2 cm Abstand ab. So wirkt später alles wie aus einem Guss und die Segmente bilden einen einheitlichen Gebäudeumriss. Für die Bodengestaltung innerhalb des Gemäuers breche ich Fliesen aus meinem Modular Dungeon Sortiment zurecht. Aber natürlich könnt ihr euch auch Fliesen aus zum Beispiel Hartschaum zuschneiden und ganz nach Geschmack verwittern. Meine Fliesen sind zwischen 2x2 cm bis 3x3 cm groß und 5 mm hoch, aber auch da könnt ihr euch natürlich frei für eigene Maße entscheiden. Wichtig ist nur, dass ihr an den Kanten, wo die Bases aneinanderstoßen, die Übergänge bedenkt. Das muss in diesem Fall aber nicht perfekt sein, schließlich ist es eine Ruine. Um die Lücken zwischen den zerbrochenen Fliesen aufzufüllen und die Ränder nach außen hin anzuschrägen, nehme ich Spachtelmasse. Und zwar ein mit Wasser angerührtes Pulver, weil so eine Sorte später besser die Farben aufnimmt als gebrauchsfertige Spachtelmasse. Bedenkt zudem beim Auffüllen der Lücken, dass da später ja noch Sand drauf kommt. Bei 5 mm hohen Fliesen solltet ihr die Spachtelmasse etwa nur 3 bis 4 mm hoch auftragen. Aber auch hier kommt es nicht auf Genauigkeit an, denn Unregelmäßigkeit passt ja bestens zu einer Ruine. Sobald die Zwischenräume am Boden gefüllt sind, klebt die Geländestücke auf. Ich mache das bewusst erst jetzt, da ich so die Spachtelmasse vorher besser auftragen konnte. Anschließend werden die Geländestücke mit Spachtelmasse mit dem Rest der jeweiligen Base verblendet. Wichtig ist erneut nur, dass ihr die Übergänge zu den anderen Segmenten bedenkt und alle Kanten senkrecht gestaltet, an denen die Bases später aneinanderstoßen. Modelliert hier und da auch gerne nochmal kleinere Hügel, um den Bodenbereich plastisch aufzulockern. Wer mag, kann die Spachtelmasse dann noch mit einem angefeuchteten Finger glätten, aber ich lasse die teils schroffen Kanten vom Modellierwerkzeug einfach mal so, wie sie sind. Nach etwa 12 bis 24 Stunden ist dann alles so weit getrocknet, um mit der Bemalung zu starten. Für die Mauern verwende ich ein hellgrau, das ich mit etwas Schiefergrau abdunkel. Für den Holzsteg ein Holzbraun und für den Boden abermals die Mauerfarbe, die ich noch weiter mit Schiefergrau abgedunkelt habe. Tupft am Boden die beiden Farben dann ineinander, um einen weichen Übergang zu erhalten. Ist alles getrocknet, folgen ein brauner und ein schwarzer Wash. Verdünnt beide Washes zu etwa 50% mit Wasser, damit sie an Deckkraft verlieren. Tragt den braunen Wash großflächig auf Mauern und Fliesen auf, um den schwarzen Wash dann punktuell für einen Nass-in-Nass-Verlauf hineinzutupfen. Auf die Holzteile wird hingegen nur der schwarze Wash aufgetragen. Danach muss alles gut trocknen, bevor ihr mit dem Hellgrau ganz leicht über die Mauern bürsten könnt. Und zwar nur aus der Richtung, aus der das Licht fällt, um lediglich die hervorstehenden Kanten zu betonen. Danach könnt ihr dann noch endlich den Holzsteg aufkleben. Fehlt nur noch der passende Sand. Dafür nehme ich dunklen Terrariumsand, denn der hat bereits die perfekte Färbung und enthält verschiedene Körnungen sowie unterschiedlich große Steinchen. Mit 2 verschiedenen Sieben erhaltet ihr daraus einen groben Steinchenmix, feinen Kies und den Sand an sich. Bestreicht den Boden dann mit leicht mit Wasser verdünntem Holzleim und gebt zunächst ein paar grobe Steinchen drauf. Es folgt hier und da etwas Kies, um abschließend den feinen Sand aufzutragen. Nach dem Trocknen wird mit ein wenig Hellgrau ganz leicht über den Sand gebürstet, um alles farblich miteinander zu verblenden. Und wer da noch möchte, bürstet noch vorsichtiger mit ein wenig Weiß einzelne Kanten trocken.
Danach wäre die modulare Ruine von Mittelerde dann auch schon spielbereit. Moment, ich mach mal die Lampe rechts aus, dann wirkt es noch atmosphärischer. Und wie im vorherigen Video gesagt, gibt's das Ruinen-Set aktuell nur für 35 € per Mail-Order bei Games Workshop. In der kommenden Middle-earth Starterbox werden aber ebenfalls viele Ruinen-Elemente enthalten sein. Einen Link zu dieser neuen Starterbox findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Aber egal, ob ihr Mittelerde oder andere Spielsysteme mit Ruinen bestückt, viel Spaß beim Malen und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!